Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Ihr wolltet ja ein bisschen mehr hier sehen von Austin. Dann haben wir gedacht, weißt du, heute ist ja Samstag und ihr seid quasi live dabei, ne? Und wir nehmen euch einfach mal mit. Wir starten mal mit Cavender's, weil ein paar von euch haben mich gefragt, ey André, wo kann man denn, wenn wir in Austin sind oder in Texas sind, gute Cowboy-Sachen kaufen? Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber wir gehen mal rein und schauen uns mal bei Cavender's an und ihr genießt den Tag mit uns. Viel Spaß bei diesem Video. Bis gleich. Die 8 am 1 in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Banjo. I'm from the country, you're from the city. I drive a truck, you think that's silly. But there's another side of me, you know you like to see. Ain't that right? Oh, that's right. I got my money in my pocket, a girl beside me, a little... So, wir sind ja bei Cavender's hier drin und ihr wollt ja immer wissen, was so ein Cowboy-Hut kostet. Also Cavender's hat eine Eigenmarke, die heißt Cavender's. Und dieser Hut hier kostet zum Beispiel, was ist das? $39,99. Also ihr kriegt auch gute Hüte und die sind wirklich von einer guten Qualität. Ne? Klar ist jetzt kein Stetson oder kein Ariat oder was auch immer, ne? Aber ich sag mal, es reicht, um einen Cowboy-Hut zu haben. Bottle rocket, there's a finger on her lips and a swagger in her hips tonight. So, das hier ist zum Beispiel die Jason Aldean Kollektion von Resistol und der Hut hier, der kostet $350. Also ihr seht, die Preisunterschiede, die sind schon enorm, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass die Eigenmarke Cavender's hier komplett immer nur billig ist. Also das hier ist ein Winterhut, ne? Und ihr seht, der wird nochmal angepasst, der muss noch ein bisschen geformt werden. Aber da bist du auch bei. Was kostet das hier, Tina? $270. $270. Also ist auch kein Schnäppchen, finde ich, für eine Eigenmarke. Und wenn ihr einen Hut habt, ne, dann braucht ihr natürlich Accessoires. Ne? Also hier gibt es natürlich alles für den Hut, um den schöner zu machen. Für die verschiedenen Anlässe, zur Hochzeit oder was weiß ich. Ja, so für die Frauen, oder? Das sind übrigens so Boxen. Ne? Also wenn ihr jetzt aus Deutschland kommt und oder Österreich und der Schweiz und ihr wollt jetzt den Hut mit nach Hause nehmen, ne? Das ist ein bisschen schwierig, weil den kriegt ihr natürlich nicht geknickt. Das ist ja keine Baseballkappe. Ne? Aber die verkaufen euch natürlich hier auch so unglaublich formschöne Cowboy-Hut-Boxen. Mal André, wäre das nicht was für dich? Kann ich mir total gut vorstellen, so Rodeo André. Natürlich so einem Cowboy-Outfit richtig. Die Jeans, die gibt es natürlich auch hier massig. Ne? Die haben auch Eigenmarken hier. Und die ganzen hippen Cowboy-Marken haben natürlich auch mittlerweile Jeans hier auf den Markt gebracht. Wie zum Beispiel Ariat. Ariat, denkt man immer so, boah, ist voll die alte Cowboy-Marke. Aber ist relativ neu. Ist ein bisschen hip so. And I say, hey, I want you, girl. You make my heart flutter like a tilt-a-whirl. It's getting freaky on the floor. Feel that rumbling sound. I might have grown up in a barn. Und was gehört natürlich auch dazu? Richtig, Cowboy-Stiefel. Da gibt es ja verschiedene Ausführungen, verschiedene Varianten hier. Ich finde den Laden hier tatsächlich besser, der ist auch ein bisschen günstiger als zum Beispiel diese ganzen Touri-Läden in Austin, wie zum Beispiel Allen Boots. Ich weiß, Allen Boots ist Kult und steht auch in jedem Reiseführer drin und der Laden ist auch geil, ne? Aber ihr zahlt halt bei Allen Boots auch den Touristenaufschlag, ne? Das muss man einfach wissen. Naja, bei Allen Boots haben sie halt auch sehr viel mehr außergewöhnliche Boots, nicht so für den täglichen Gebrauch. So, wer zieht schon pinke Boots hier jeden Tag an? Ich schon. I know. Weißt du, ich ziehe die immer nachts an. Nur die Boots, die pinken. Da geht die Mutti steil. So, wir verlassen das Themengebiet hier. Hey, weißt du noch in den 90ern, so auf den Raves, Carhartt? Ne? Ich weiß nicht, wer sich da von euch noch dran erinnert, aus Deutschland, die Berlin Love Parade und so weiter. Carhartt war halt immer das Thema, was wir da anhatten. Ich erinnere mich noch. But I can bring down the house. I'm wearing camo. Das sind übrigens hier Workboots, ne? Also richtige Arbeits-Cowboy-Stiefel, die natürlich den heutigen Sicherheitsstandards entsprechen, säurefest sind und weiß ich auch nicht. Y'all hashtag this part is raging. You won't wanna miss. All my buddies turning up, parking lot. Lass mal kurz gucken, wie teuer hier diese Stiefel sind, weil ich finde die total cool. Ich mag die richtig gern. Die kosten $219,99. Okay? I don't know.
full of trucks. Hang on tight, hang on. Also wenn ihr in so einem Cowboy-Laden seid, ne, da gibt es immer die Größe und da steht immer ein D hinter oder ein E hinter oder ein EE. Das sind die verschiedenen Weiten. Ne? Also falls ihr da mal Hilfe braucht, lasst ihr euch am besten hier beraten. Die Jungs sind ganz fit drauf. Oh my, my, my. And I say, hey, I want you, girl. You make my heart flutter like a tilt-a-whirl. It's getting freaky on the floor. Feel that rumbling sound. Might have grown up in a barn, but I can bring down the house. And we go down, down, down. Hier, die mit dem... Die hier? Ja, Sexy. geht so. Was ist das? Krokodilleder oder Ananasleder? Ananasleder. Ich glaube, das ist ein Ananas. Die kostet 429. Ja klar, Ananasleder ist teuer. Wer kennt das nicht? 429 für... Bis du so eine Ananas mal geschält hast? Ah, die sehen cool aus, oder? Ich meine, würde ich nicht tragen, aber ich finde die interessant. Ich finde sowas hier auch cool. Guck mal. Und das ist ja ein Korbschuh. Ein Korbschuh. Für Mallorca. Muss man für Mallorca... Wie kommt ihr auf Mallorca? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Und Cowboy-Sachen gibt es natürlich auch für die Kinder. Ne? Ach, hier ist übrigens für alle Freunde des Hobbyhorsings. Ne? Also ich finde, wir steigen jetzt groß ins Hobby-Horsing-Geschäft ein, oder? So mit dem richtigen Reiten haben wir es ja nicht so. Down. The club goes round, 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 round. We take it to the ground, 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 ground. Guck mal. Sind die nicht süß? Oh mein Gott. Wie teuer sind die? $60. Oh, guck mal, die sind so niedlich. Ich bin schockverliebt. Ich will... Da wünschte ich echt, die Kleinen wären noch mal richtig klein. Ich würde die so ausstatten hier. Also ich bin ehrlich gesagt froh, dass die Kleinen groß sind und nicht mehr so klein. Guck mal hier. Ja, ist schon süß, ne? Oh mein Gott. Die Cowboy-Stiefelkes. Gürtelschnallen. Ja, weil der echte Cowboy hat Gürtelschnallen. Fängt schon früh an. Tonight, and we go down, down, downtown. The club goes round, 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 round. We take it to the... Irgendwie gehe ich nur auf Pink heute. Oh Gott. Ist das süß. Aber die haben ja auch normale. Guck mal. Die haben auch ganz normale Frauen. Die sind auch süß. Round, 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 round. Do tonight. Hab mir so ein... Passt. Das ist für Kinder. Das ist für Kinder. Passt. Was für die UT Games. Ja, bei UT Games wird weißer Blut getragen. Okay, guck mal hier. Ein pinken Boot für $70. $70 ist echt cool, oder? Kann ich mir echt überlegen, oder? Für den Sommer? Für Frühling? Für Ostern? Und schon wieder vom Ananasbaum, hier Ananasleder. $60. So, Ladies and Gentlemen, das war Carvenders. Ist ein kleiner Einblick. Also wird ja auch langweilig, wenn wir jeden Stiefel da filmen. Darum geht's jetzt weiter. Wir sind im Norden von Austin in der Burnet Road. Und was liegt näher als nach der Burnet Road zur Domain zu fahren? Wir fahren zur Domain, gehen ein bisschen rumbummeln da, gehen vielleicht ein bisschen Mittagessen und nehmen euch da mit. Also, nächster Stopp, Domain. Slide with it, glide with it, gon' pony ride with it, play with it, let me get it. You can make me cut up with it. I wish you could have seen my face, y'all.
When she stepped on Wir sind in der Domain angekommen. Also hier gibt es eigentlich so 2, 3 Einkaufsstraßen. Das ist jetzt hier quasi die Fressmeile, oder? Kann man so sagen, ne? Ja. Hier sind ein paar Restaurants, ein paar Bars, ein paar Boutiquen. Der Apple Store ist hier. Und ich filme einfach mal ein bisschen und ihr könnt euch selbst einen Eindruck davon machen, wie denn so ist quasi Uptown, oder? Ja, irgendwie versuchen die hier so ein bisschen Europa zu spielen. Ich finde, das schaffen sie ganz gut. Also das ist wirklich eine gute Alternative zu Downtown. Und wenn ihr euch immer wundert, die amerikanischen Städte sind ja nicht so aufgebaut wie die europäischen, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Ne? Aber wenn ihr so ein bisschen flanieren wollt, ein bisschen Boutiquen und Geschäfte haben wollt, dann ist die Domain genau richtig. the flow. Cause the big old hips and sexy thighs could save lives. I'd have a noble soul. She was throwing it up. She was taking it down. Oh, she was letting that big thing go. She was working it out. That girl wasn't playing around. Y'all, she had that body control. She was shaking the thing so good, like rubber, not no wood. Oh, she made me jump on the floor. I was saying, slide with it, glide with it, gon' pony ride with it, play with it, let me get it. You gon' make me cut up with it, slide with it, glide with it, gon' pony ride with it, play with it, let me get it. You gon' make me. Falls ihr euch wundert, warum wir so dick eingepackt sind, ne? Heute ist ja Samstag, ne? Und wir haben 5 Grad Celsius draußen. Aber keine Sorge, nächste Woche ist der Sommer wieder da in Austin. Was wird das nächste Woche? 23 Grad. Sag ich doch, ist wieder da der Sommer. Aber wir haben halt Winter. Die Winterwoche ist da. Me stand up in there. She was popping that thing so hard, y'all. It's like it bounced off the floor. That girl could cut her up for the shoulder bugs, y'all. Out on that dance floor. She let it wiggle a bit. She even did a split. Habe ich, glaube ich, schon mal gefragt, ne? Aber Lululemon, ne? Ist das was in Deutschland? Weißt du, ob es Lululemon in Deutschland gibt? Ich habe keine Ahnung, aber hier ist das echt ein Ding. Es gibt so die Lululemon-Mamas, ne? Das sind so die schlanken Damen. Oh, komm, wir holen mal alle Klischees raus. Wo der Mann arbeitet, sie aber nicht, dann kriegt die so eine Boutique geschenkt von ihrem Mann, ne? Hat so die Lululemon-Sachen an, geht dann mit ihrem Kaffeebehälter, wo der Kaffee Matcha Chai Latte drin ist, ins Fitnessstudio, macht Yoga. Nachdem sie ihre Tox-Behandlung bekommen hat. Geil, ne? Wir leben Klischees, oder? Aber das ist tatsächlich so. Lululemon hier, da im Hintergrund. Seht ihr das? Oh, she can make them big cheese roll. She was throwing down. That girl could get around. Y'all, she knew how to work on the floor. Ja, jetzt treibt uns aber der Hunger ein bisschen. Wir wollen nicht fancy essen gehen. Also wir nehmen euch jetzt mit in ein Restaurant, das ist New American Cuisine. Ne? Und wenn ihr New American Cuisine lest, dann wisst ihr, das ist irgendwas Frittiertes. Also überhaupt nicht fancy, aber ich habe einfach Hunger, oder? Ja, total. Burger essen geht immer. So, außerdem müssen wir ja die Klischees füttern, dass es in Amerika nur schlechtes Essen und Burger gibt. Darum, wir testen das. She was shaking the thing so good. She must have been from the hood. Oh, how she was letting me roll. I was saying, slide with it, glide with it, gon' pony ride with it, play with it, let me get it. You gon' make me cut up with it, slide with it, glide with it, gon' pony ride with it, play with it, let me get it. You gon' make me stand up in there. I had never seen a woman not quite like this one before. That girl just knew how to party. Es war lecker, aber wirklich lecker, oder? Ja, total. Also wirklich gar nicht mal ganz so schlecht, wie man denkt vom Burger, sondern wirklich, selbst mein Burger war sensationell. Gut gebraten. Wir haben ein bisschen länger gewartet als normal, was mir aber total gefallen hat. Und das hat dir deshalb gefallen, weil hier drinnen sitzt einer, der spielt Champagne Supernova von Oasis, ne? Was ja Tinas Lieblingslied ist. Absolut, ich freue mich total. Der hat, ich glaube, 2 Lieder sogar von Oasis gespielt und da freue ich mich wie ein kleines Kind zu Weihnachten. Jetzt, also wir sind gesättigt, wir haben jetzt die Domain hinter uns, wir waren bei Cavender's mit euch, ne? Und jetzt gehen wir ein bisschen einkaufen beim AGB, denn wir kriegen heute Abend Besuch und da brauchen wir ein bisschen Stoff. Ich nehme euch mit. On that old dance floor. She did the hop, the drop. She did the pop and lock. Oh, she was dropping that big thing for show.
She had aftershock. She made the party start. Y'all, that girl could shake on the floor. She was shaking that thing so good, it was understood that girl could really put on a show. I was saying, slide with it, glide with it, gon' pony ride with it, play with it. So, Ladies and Gentlemen, eigentlich wollten wir ja filmen im Supermarkt, aber das ist das erste Mal, dass man uns gesagt hat, ey, Videotaping hier im HEB, do not. Naja, du bist ja auch durchgerannt irgendwie mit der Kamera, so halt. Ich denke, sie hat sich gerade so ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt, weil du sie hinter der Theke gefilmt hast. Vielleicht war sie illegal und durfte gar nicht gefilmt. Alter, natürlich nicht. Und selbst wenn, dann wäre das ein wirklich guter Grund gewesen, nicht zu filmen. Also insofern... Nein, alles ist gut. Also ich respektiere das ja auch. Ne? Also ja. Ich weiß auch nicht, wir sind ja keine Foodblogger und ich mag eigentlich auch nicht diese Supermarkt-Videos. Ich mag die schon. Ich weiß, wo man so Preise zeigt. Also ich mag die sehr. Das war unser HEB auf jeden Fall. Und wir machen uns jetzt wieder weg auf den Heimweg, denn wir bekommen heute Abend Besuch. Und ich hatte versprochen, dass wir deutsche Köstlichkeiten anbieten, was dafür gesorgt hat, dass wir jetzt quasi Currywurst machen. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, Deutschland, also einer der Gäste heute Abend, er ist Deutscher, sie ist Amerikanerin. Wenn du lange nicht in Deutschland warst, was vermisst du? Nee, Döner können wir nicht, aber natürlich Currywurst. Ja, gerade wir Pottler, wir lieben Currywurst und deswegen denke ich, ich mache eine ziemlich gute Currywurst, würde ich sagen. Ist die gut? Die ist gut. So, Punkt, die ist sehr gut. Und Currywurst mit Pommes und Mayo, ne, so, ich glaube, das ist eine deutsche Köstlichkeit. Definitiv. Also wir machen Currywurst Pommes. Ich hatte kurz überlegt, ob wir so kleine Mini-Schnitzelchen machen, dann ein bisschen Frikadellen und wie früher so Kartoffelsalat. Ne? Aber ich glaube, das ist einfach auch zu viel. Wir sind zu viert. Ja, wir sind hinterher zu 6. Ne? Also da kommen noch welche dazu, die gehen wir aber erst Abendessen. Ja, also was sollen wir machen? Also was machst du als Deutscher, wenn du sagst, ich mache deutsche Köstlichkeiten? Sauerkraut mit Eisbein. Ja, also kann man machen, aber das liegt sehr schwer im Magen, oder? Nee, das wollen wir nicht. Also ich freue mich sehr. Wir werden heute Abend eine ganze Menge Spaß haben. Und ich freue mich immer, die zu sehen. Die haben wir schon viel zu lange nicht mehr gesehen. Das stimmt. Den ganzen Januar über nicht. Das ist euch auch mal aufgefallen. Ne? Also ich weiß nicht, ob das bei euch so ist, ne? Aber ich gucke jetzt gerade hier auf die Klimaanlage. Ne? Und Tina hat die auf 24 Grad hochgedreht. Also normalerweise ist die Autoklimaanlage immer so 22 Grad. Aber jetzt ist draußen 8 Grad. Also wir hatten gerade 5 Grad. Ja, es ist eiskalt. Und irgendwie fängt man dann an, die Klimaanlage automatisch höher zu drehen. Ne? Ja. Und das ist, ich weiß gar nicht warum. Weil es so kalt ist. Und ja, aber das macht es ja, weißt du, 22 Grad ist auch Nein, gut. Das ist, weißt du, du verstehst das nicht, du bist ein Mann. Ja. Du möchtest eingemummelt sein, kuschelig, cozy, so richtig so, oh, draußen ist blöd, drinnen ist schön. Draußen ist blöd, drinnen ist schön. Ja, nur von den Temperaturen her. Ansonsten ist draußen sehr, 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 sehr schön. Ja, also wie gesagt, ich wusste nicht, als wir das Video heute angefangen haben, wir wussten nicht, was kommt denn dabei rum. Ne? Weil wir haben gesagt, ja, die Leute, die sagen immer, zeig mir mal Austin und alles. Ne? Dann haben wir gesagt, ja komm, dann nehmen wir die einfach mit, wir filmen einfach ein bisschen. Ja. Ich schneide das jetzt in wenigen Minuten auch zusammen für euch und lade das auch sofort hoch. Das heißt, wenn ihr das jetzt seht, dann ist das vom Vortag. Also ja. Wenn ihr das in einem Jahr guckt, natürlich nicht. Ne? Aber wenn ihr das am Sonntag guckt, den 1. Februar 2026, dann wisst ihr, das ist an dem Samstag, den 31. Januar 2026 aufgenommen. Ihr seid quasi live dabei in Austin, Texas. Ja, genau. Und wir verlassen den Januar. Den Dry Januar. Den Dry January. Macht da irgendjemand mit beim Dry January? Das war das längste Jahr. Komm, wir hauen mal alle Facebook-Sprüche raus, die wir so kriegen. Ja, ich mochte es. Ich habe mich darüber kaputt gelacht, wirklich. Nein, wir haben dieses Jahr nicht mitgemacht. Wir haben letztes Jahr mitgemacht. Dieses Jahr haben wir uns das geschenkt. Dieses Jahr machen wir Dry February. Ja, der hat nämlich nur 28 Tage. Genau, das ist viel einfacher. Nein, alles ist gut. Also, pass auf. Erstmal, vielen Dank, dass ihr auch in diesem Jahr wieder dabei bleibt. Das ist ja das erste lange Video eigentlich von uns, ne? Das wir da hochladen. Also langes Video, ich weiß noch nicht, wie lange es war. Wahrscheinlich gefühlt 8 Minuten, aber ist auch egal. Wir sind sehr aktiv auf Instagram und auf allen anderen Kanälen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da auch folgt und uns ein bisschen unterstützt. Denn das nimmt natürlich hier auch, das war nicht so geplant, ne? Also, aber das nimmt sehr, sehr aufwendige... ja, es ist sehr aufwendig gerade eigentlich. Weißt du, ich kriege so viele Nachrichten auch von euch, ne? Die dann immer Rat und Tat brauchen, das verstehe ich auch alles. Und das machen wir auch verdammt gerne, ja, wirklich, gerne. verdammt gerne. Ich komme ehrlich gesagt nicht mehr nach,
So, also es war irgendwie so ein Short habe ich hochgeladen bei Instagram, ne? Da habe ich hunderte von Nachrichten gekriegt. Ey, wie soll ich die alle beantworten, ne? Gib sie mir, ich mache das gerne. Ja, aber da bin ich ja nicht dann. Weißt du, die schreiben mich ja an und nicht dich, ne? Und Schreibt mich an. Also grundsätzlich ist das ja so, ne? Wenn ihr mal Bock habt, mit mir zu quatschen und wenn ihr meinen Rat und meinen seelischen Beistand, so ist das, glaube ich, eher gemeint, haben wollt, ne? Dann findet ihr hier auf YouTube auf jeden Fall den Link zu meinem Kalender. André, Kaffee trinken mit Filter. Und dann bucht ihr euch da einen Termin und dann nehme ich mir sehr viel Zeit nur für euch. Sind so 45 Minuten oder was, kann auch eine Stunde dauern, ich bin da nicht so, ne? Und dann gucken wir mal, wie ich euch da helfen kann. So, ihr Lieben, lange Rede, gar keinen Sinn. Ja. Ich freue mich total, wie gesagt, dass ihr alle dabei seid. Wir gehen hier ins vierte Jahr rein. Wir sind schon längst im 4. Jahr, schon seit Monaten. Du hast recht. Ja, aber wir gehen ins neue Jahr mit euch rein und feiern das extremst, dass wir das machen dürfen. Wir sind mega dankbar. Nochmal, wir haben das überhaupt gar nicht geplant, dass es so groß wird. Und ja, und ich, während die Tina so quatscht, da gucke ich hinten raus und denke so, boah, der Wagen, der muss unbedingt mal gewaschen werden. Ne? Aber wir hatten halt Winter und jetzt sieht der Wagen so aus, wie er aussieht. Also, und es friert auch noch. Vielleicht friert es nochmal. Also definitiv. Auch nochmal Dankeschön von meiner Seite. Ihr seid einfach die beste Community und ich liebe euch alle. In diesem Sinne, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, die Achtermeyers labern Quatsch oder nehmen euch mit. Alles klar, ihr Lieben. Bis ganz bald. Ciao.